Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten das 4. Abenteuer mit dem Titel Die Reise des Jason. Bezwingen Sie den Fluch des Zeus und reihen Sie sich in die Riege der mächtigsten Herrscher Griechenlands ein. Dieses Abenteuer besteht aus 5 Episoden und stellt eine anregende Herausforderung dar. Ja, ein Abenteuer mit unserem Held Jason. Ich bin sehr gespannt und wir beginnen sofort die erste Episode. Zeus hat ihre Familie, das Haus von Äolos, verflucht und bestimmt, dass es nie über ein Reich herrschen solle. Es gibt nur einen Weg, den Fluch aufzuheben. Dazu brauchen sie die Hilfe der 3 berühmtesten Helden Griechenlands. Theseus weiß angeblich mehr über diesen Fluch, aber Hades hält den Helden in der Unterwelt gefangen und der mächtige Gott hetzt Cerberus auf jeden, der es wagt, seine Pläne für Theseus zu durchkreuzen. Derweil spricht ganz Griechenland über das Gebaren der Zentauren bei Pirithos Hochzeit. Die stets betrunkenen Zentauren störten die Zeremonie, als sie die Braut entführen wollten. Nun sind die Zentauren auf einer Zechtour durch Griechenland und suchen nach mehr Wein. Daher horten die Herrscher der Städte allerorten eifersüchtig ihre Vorräte des Getränks. Das sollten sie ebenfalls tun, falls sie welches bekommen. Die erste Episode unseres Abenteuers Die Reise des Jason trägt den Titel Rettung eines Helden. Denn Theseus ist von Hades in der Unterwelt gefangen. Und Hades hetzt seinen Cerberus auf jeden, der auch nur in die Nähe des Helden kommt. Und warum der Aufwand? Wir sind von Zeus verflucht, nie ein eigenes Reich zu besitzen. Nur Theseus weiß mehr über diesen Fluch. Ja, und Wein ist schon wieder Mangelware, seitdem die Zentauren eine Zechtour durch Griechenland machen und alle Herrscher dieses begehrte Gut horten. Ihr erinnert euch an das Abenteuer Athen im Wandel der Zeit, wo die Zentauren Pirithos Hochzeit gestört haben. Ja, für die erste Episode haben wir folgende Ziele zu erfüllen. Ein Quest muss erfüllt werden, ein Ungeheuer niedergestreckt und die Stadtkasse muss 3000 Drachmen besitzen. Ja, schauen wir mal direkt in die Karte. Obligatorisch gehen wir natürlich sofort in den Pausenmodus, um uns die Karte in Ruhe anzuschauen und gehen hier bei der Übersicht, um uns die Minimap anzuschauen. Ja, wir haben hier im Westen die Küstenlinie mit vorgelagerten Inseln, die sehr steinig aussehen und mit Wald bewachsen sind. Ja, weiter Richtung Westen haben wir hier eine große Landmasse, wo wir hier in diesem Bereich fruchtbares Gebiet haben. Oh, das ist aber eine Insel, dann müssen wir tatsächlich mit einer Brücke die Verbindung herstellen. Hier haben wir jede Menge Wald. Ja, und auf der großen Hauptlandmasse hier im Norden haben wir auch Waldbestände. Den Immigrationspunkt haben wir hier auch. Ja, gehen wir mal Richtung Osten. Haben wir die große Fläche hier. Hier haben wir auch nochmal fruchtbares Gebiet in der Nordostecke. Ja, und hier haben wir die größte zusammenhängende Landmasse, sehr weit im Osten. Ja, und hier kommen wir wieder auf die Küstenlinie und hier unseren Ausgangspunkt. Gut, ja, dann schauen wir mal, was wir so produzieren können. Bei der Landwirtschaft haben wir bei Farmen Weizenfarmen und Karottenfarmen. Bei der Viehzucht haben wir die Wollsammelstellen und die Käsereien. Und bei Land und Meer haben wir den Fischerhafen. Ja, also Nahrung können wir jede Menge produzieren. Bei Gewerbe haben wir nur die Sägemühlen. Ja, wir haben unsere ersten Handelspartner, da gucken wir gleich mal. Bei Gesundheit und Sicherheit können wir alles bauen. Ja, bei der Verwaltung können wir jetzt nur Brücken errichten, keinen Stadtpalast und auch keine Steuern. Bei der Kultur können wir alle Möglichkeiten nutzen. Mythologie haben wir nichts, beim Militär haben wir nur die Stadtbefestigung, Mauer und Stadttor. Och Gott, und wir haben bei Ästhetik keine Verschönerungselemente. Das ist nicht gut. Ja, dann schauen wir auch mal noch direkt auf die Weltkarte. Ja, unsere Stadt heißt Iolkos
und ist hier im Norden auf dem Festland an der Küste. Ja, und wir haben einen Handelspartner, nämlich hier Lemnos, ein Verbündeter. Und Lemnos kauft bei uns Holz und Olivenöl und verkauft uns Marmor. Dann haben wir Eretria. Diese Stadt kennen wir ja noch aus dem Abenteuer Athen im Wandel der Zeit. Auch ein Verbündeter, der Käse bei uns kauft. Ja, und hier weit im Süden haben wir die Insel Naxos. Und Naxos ist ebenfalls ein Verbündeter und kauft bei uns Wolle, verkauft uns Marmor, Rüstung und Skulpturen. Ja, das sind unsere Verbündete. Dann haben wir hier Treusen als Rivalen und Stymphalos oder Stymphalos. Mal gucken, wie es richtig ausgesprochen wird. Ist auch ein Rivale. Der braucht Weizen und Wolle. Gut, gehen wir mal zurück. Also wir können Käse, Wolle und Holz verkaufen. Was ist nun der Plan? Ja, unsere Stadt können wir hier auf dieser großen Landmasse aufbauen und dann Richtung Osten hier weiterentwickeln. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere maritimen Bauwerke zu errichten. Ja, und dann werden wir hier entsprechend auch unser Gewerbe aufbauen. Ich denke mir mal, hier werden wir Wolle produzieren. Ja, und mit Fisch können wir eigentlich unsere Bevölkerung gut ernähren. Ja, das Erste, was wir noch machen sollten, ist hier die Verbindung der beiden Landteile sicherstellen. Ich denke mir mal, ja, hier passt das ganz gut. Ja, und dann bauen wir unsere ersten Wohngebiete auf. Ja, und während ich das tue, gibt es wieder einige Informationen über unser Abenteuer mit unserem Helden Jason. Die Geschichte unseres Helden Jason ist eher eine tragische Geschichte. Jason war der Sohn von Aison, König von Iolkos und der Polymedes. Andere Quellen bezeichnen Jasons Mutter als Alkimede. Der König Aison wurde von seinem Halbbruder Pelias vom Thron verdrängt. Und Pelias herrschte von dann über ganz Iolkos und Thessalien. Jason befand sich zu dieser Zeit im Peliongebirge, wo er vom Centaurus Kerion erzogen wurde. In Iolkos wieder zurück forderte Jason den Thron rechtmäßig zurück. Um Jason endlich loszuwerden, schickte Pelias ihn aus, einen Quest zu erfüllen, nämlich das goldene Vlies zu bringen, da auch ein Orakelspruch besagte, dass Jason dem Pelias gefährlich werden könnte. Jason ließ ein Schiff dafür bauen, die Argo, und lud mehrere Helden, wie zum Beispiel Herkules, ein, dieses Abenteuer zu bestreiten. Aufgrund des Schiffsnamen nannten sie sich die Argonauten und Jason war der Anführer der Argonauten. Er war aber auch bekannt als Teilnehmer der Jagd auf den kalydonischen Eber. Nach einigen Irrfahrten, die Jason und seine Mannen nach Nordafrika und der Insel Lemnos führte, gelangte er nach Kolchis am Schwarzen Meer, wo er vom König Aitis das goldene Vlies verlangte. Der König versprach das goldene Vlies, wenn er einen für Menschen unlösbaren Quest erfüllen würde. Nur durch die Königstochter Medea, die in Jason verliebt war, gelang es Jason, den Quest zu erfüllen und, nachdem der König sein Versprechen nicht einlösen wollte, das goldene Vlies an sich zu bringen. Mit Medea als seine Frau gelangte Jason wieder zurück nach Iolkos. Die Hoffnung, durch das goldene Vlies die rechtmäßige Herrschaft von Iolkos wiederzuerlangen, erfüllte sich für Jason nicht. Sein Vater Aison wurde durch Falschaussage des Pelias in der Zwischenzeit in den Selbstmord getrieben und Jasons Bruder wurde ermordet. Durch Intrigen der Medea wurde Pelias letztendlich selber durch seine Töchter ermordet. Dafür wurden beide vom neuen Herrscher von Iolkos verbannt und fanden in Korinth bei König Kreon Unterschlupf. Von da aus griff
Jason Iolkos an, zerstörte die Stadt und tötete die Frau des neuen Herrschers. In Korinth umwarb Jason Glauke, die Tochter des Königs Kreon. Rasend vor Eifersucht tötete Medea Glauke und deren Vater sowie die eigenen Söhne von Jason. Jason wurde König von Korinth, tötete sich aber aus Verzweiflung selber, während Medea nach Athen floh. Ja, soviel zu der tragischen Geschichte unseres Helden Jason. Ja, wir haben unsere 2 Wohngebiete hier aufgebaut in einer neuen Bauform, nämlich jetzt mit einem 90-Grad-Winkel. Das gibt bestimmt eine sehr interessante Stadtform und Stadtentwicklung hier. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, Architekturbüros habe ich auch schon gebaut. Wir werden jetzt hier noch schnell bei Vertrieb die Prioritäten setzen, nur bei Gesundheit und Sicherheit. Ja, und dann würde ich sagen, Pausenmodus deaktivieren und wir lassen unsere neuen Bürger in unsere Stadt einwandern. Ja, das weiß ich. Ja, und da kommen sie auch schon, haben es nicht so weit zu ihrer neuen Heimstätte. Ja, und wir haben alle Arbeitsstellen besetzt. Wir haben die ersten Arbeitslosen. Wir beginnen sofort mit der Nahrungsmittelproduktion. Wie ich ja schon am Anfang erwähnt habe, werde ich Fischfang hier betreiben. Da füllen wir die Straße mal so, weil hier können wir, glaube ich, die ersten Fischereihäfen bauen. Na, passt das? Mal hier wegnehmen. Ah ja, super. Na, hier nicht. Mittlerweile schon 100 Personen in unserer jungen Stadt Iolkos. Also, hier kann noch einer hin. Ist geheiligt und nur einem vertraue ich seine Ausführung an. Ja, wir bekommen den Quest von Apoll. Mein Quest ist geheiligt und ich traue nur Ihnen zu, ihn zu erfüllen. Ich, Apoll, wünsche die Rückkehr des Theseus, den Hades in der Unterwelt gefangen hält, da er versucht hat, Persephone zu entführen. Sie werden sehen, dass die Befreiung des Theseus ein Segen für sie ist, da er Informationen hat, die sie brauchen. Nur Herkules kann ihn befreien. Gut, hier ist der Quest des Apolls. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum Theseus in der Unterwelt gefangen gehalten wird. Erinnert euch an das Abenteuer Athen im Wandel der Zeit, dass Theseus unbedingt Persephone als Frau haben wollte. Ja, und als Gattin des Hades kann man natürlich verstehen, dass Hades darüber nicht gerade glücklich ist. Gut, aber wir arbeiten an die Befreiung des Theseus. Ja, und wir müssen natürlich Herkules rufen. Aber jetzt sind wir erstmal mit unserer Lebensmittelversorgung beschäftigt. So, hier ist das alles in Ordnung. Das müssen wir hier so verbinden. Dann brauchen wir ein Silo. Das kann dann jetzt hier hin. Ich denke mal, wir werden später 2 Silos bauen. So, hier muss jetzt ein Architekturbüro noch hin. Das kann tatsächlich hier hin. Oder sogar hier. Bauen wir doch direkt 2. So, oh, wir haben jede Menge Arbeitslose, sehr gut. Dann werden wir jetzt Folgendes machen. Wir beginnen auch direkt mit der Holzproduktion. Ich werde hier nochmal eine Brücke bauen, die hier rüber geht. Und zwar so. Können wir hier verbinden, kommen wir hier raus. So, dann können wir die Straße so bauen. Da bauen wir so einen Loop. So wenig wie möglich Wald hier roden. Das gefällt mir. Das passt gut. Gut, dann können wir, glaube ich, hier noch
einen Fischereihafen bauen. Geht das? Jawohl. Ach, das gefällt mir, wenn das so schön passt. So, wir sollten allerdings jetzt hier mal eine Sperre setzen. Und hier auch. Und hier natürlich auch. Wobei die Sperre kann weg. Wir haben ja 2 Architekturbüros. Das sollte eigentlich dann passen. Gut, da wird auch der erste Fisch auch schon zu unserem Silo gebracht. Dann baue ich, bevor wir jetzt mit der Holzproduktion beginnen, noch die Lebensmittelhändler hier auf unserer Agora. Und auch einen Brunnen. Ja, der Brunnen kann hier hin. So, und wir haben immer noch genug Arbeitslose, wunderbar. So, dann beginnen wir jetzt mit der Holzproduktion. Da gehen wir jetzt hier mal so weiter, weil wir werden ja auch mit der Wollproduktion nachher anfangen. Und die werde ich ja hier oben entsprechend etablieren. So, dann bauen wir doch mal schon mal 3 Sägemühlen. Das Warenlager für Holz kann hier hin. Ja, das passt gut. So, hier muss aber definitiv noch ein Architekturbüro hin. Dann können wir hier auch nochmal eine Sperre setzen. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, jetzt brauchen wir Arbeitskräfte. Unsere Holzfäller sind schon fleißig. Und hier sehen wir schon unsere Marktfrau, wie sie den ersten Fisch zur Agora bringt. Ah, läuft doch. Sobald wir jetzt wieder mehr Mitarbeiter haben, beginnen wir auch direkt mit der Wollproduktion. Ja, und hier sehen wir schon, wie sich unsere Wohngebäude weiterentwickeln. Aber wir haben ja auch noch die Heldenhalle des Herkules zu bauen. Da werde ich jetzt mal hier die Straße verlängern, so bis hier ungefähr. Und dann bauen wir die Heldenhalle nämlich hier auf. Oh, Eretria möchte uns Wein schenken, 9 Amphoren. Die können wir annehmen. Ah, ich habe das Warenlager noch nicht für Holz eingestellt. Okay, nehmen wir an. Wir sollten aber ein separates Warenlager bauen. So, das ist die Heldenhalle des Herkules. Herkules braucht ganz viel Kultur. Deswegen werden wir hier die Gebäude zur Ausbildung unserer Entertainer errichten, die dann halt hier in der Stadt zu ihrer Wirkungsstätte gehen. Und so bekommt Herkules auch den Zugang zu der Kultur. Das hatten wir ja bei unserem ersten Abenteuer, Zeus und Europa, auch schon so gemacht. So, die Sperren können wir schon mal hier hinsetzen, denn wir brauchen auch hier ein Architekturbüro. So, da haben wir jetzt den Wein, aber ich möchte doch ein separates Weinlager haben. Das können wir hier hinbauen. So. Dann stellen wir es mal ein. Du holst jetzt den Wein und das hier wird natürlich jetzt nur das Holz annehmen. Ja, und der Arbeitsmarkt erholt sich auch wieder. Sehr gut. Wir könnten das Lohnniveau natürlich noch erhöhen, aber ich denke mal, es ist jetzt nicht nötig. Allerdings würde ich jetzt gerne noch einen Fischereihafen bauen. Ah, der passt hier doch hin, wunderbar. Dann haben wir 5 Fischereihäfen. Das reicht jetzt, weil wir werden jetzt im zweiten Wohngebiet auch die Lebensmittelhändler auf der Agora platzieren. Ja, einen schönen Start hier hingelegt. Stadtaufbau gefällt mir auch. Das wird bestimmt ein schönes Abenteuer. Ja, beginnen wir mit der Wollproduktion. Wir werden den Weg hier noch hier rüber setzen. So. Und dann gehen wir hier raus und dann werden wir hier unsere Wollsammelstellen bauen. Da bauen wir jetzt auch mal
3 Stück, lassen hier wieder eine Lücke für unsere Schäfer und dann hier unsere Schafe. Ja, das weiß ich doch. Ja, und wir bekommen die erste Forderung von Stymphalos oder Stymphalos. Und zwar Holz. 10 Holzbretter in 3 Monaten. Ja, das ist ja ein Rivale und wir können in dieser Episode ja kein Militär ausbilden. Wir haben keinen Stadtpalast, den wir bauen können. Von daher sollten wir diese Forderung doch erfüllen. Holz produzieren wir ja jetzt. Und dann hoffe ich mal, dass wir die Forderung erfüllen können. Erstmal hier weiter die Schafe positionieren. Gut, haben wir genug. Und dann brauchen wir hier auch noch ein Architekturbüro. Das kann hier hin. Sperre kommt hier hin. Und dann bauen wir noch das Warenlager für die Wolle. Ja, das passt hier hin. Super. So, jetzt bitte direkt einstellen. Sehr gut. Oh, wir haben 9 Ladungen Holz im Warenlager. Ich glaube, wir können die Forderung erfüllen bald. Gehen wir kurz hier auf die Übersicht. Da haben wir hier wieder die Forderung. Ja, grün unterlegt. Können wir verschicken. Wunderbar. So, das können wir Holz aber auch verkaufen. Holz kauft unser Verbündeter Lemnos. Okay. Dann brauchen wir das Pier von Lemnos. So, das werden wir hier hinbauen. Das müsste nämlich genau passen. Na, was haben wir hier? Das kann weg. Ja, das kann auch hier direkt ran. Dann müssen wir die Karte mal drehen, weil ab und zu muss man die Karte tatsächlich drehen, damit sich das so aufbaut, wie man es möchte. Nämlich so. So, und hier kann jetzt Holz verkauft werden. Ja, das ist schön, dass Stymphalos uns jetzt mehr schätzt. Aber wir haben zu wenig Mitarbeiter. Ach du lieber Gott. Ja, das Lohnniveau mal auf hoch setzen. Ja, wir haben ein bisschen zu wenig Nahrungsmittel. Ja, das sehe ich jetzt gerade hier. Obwohl, da wandern ja gerade noch jede Menge neue Bürger ein. Und wir haben mittlerweile schon 500 Personen in unserer kleinen Stadt. So, dann machen wir Folgendes. Dann bauen wir doch hier noch einen Fischereihafen. So. Ja, und das erste Holz ist auch schon im Handelsposten von Lemnos. Da kann ja auch ein bisschen was verkauft werden. Es ist auch dringend nötig, weil wir haben nur noch 8 Drachmen. Aber da kommt schon unser Handelspartner. Na, nochmal Glück gehabt. Aber ich denke, wir müssen ein bisschen Geld mal fordern. Naxos, kann Naxos uns Geld geben? Ja, das machen wir mal. Ein bisschen mehr Geld haben wir. Wir müssen noch das Pier von Naxos bauen, damit wir Wolle verkaufen können. Die Gesundheit ist perfekt und steigert sich und wir sind beliebter als türkischer Honig. Ja, was möchte man denn mehr? Ja, damit wir noch mehr Bürger in unsere Stadt locken, brauchen wir Kultur. Wir bauen die Philosophieschule. Ein bisschen Geld haben wir ja. Moment, ein bisschen Geld ist gut. Naja, vielleicht sollten wir noch warten, bis wir das Geld von Naxos bekommen. Eretria schenkt wieder Wein. Nehmen wir an. Wunderbar. Und jetzt
fordert Stymphalos Nahrung. 8 Kisten Nahrung in 2 Monaten. Oh. Und Naxos gewährt uns die Drachmen. Nehmen wir an, danke. Was wollen die Nahrung haben? Oh, die brauchen wir eigentlich selber. Naja gut, egal. Wir werden jetzt den Fisch erstmal hamstern. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Jetzt sorgen wir für Kultur. Philosophieschule kann hier hin. Und das Podium kommt hier hin. So, dann können die sich hier auch entsprechend weiterentwickeln. Da warten wir noch ein bisschen. Ja, ich weiß. Ja, und wir haben die Nahrungsmittel im Silo. Wir können die Forderung erfüllen. Sehr gut. Und sofort natürlich den Fisch wieder nutzen. Das ging ja doch ganz gut. Ja, und wir könnten jetzt noch ein Sägewerk bauen, beziehungsweise eine Sägemühle. Hier. Die Olympischen Spiele beginnen. Wir müssen ja auch für den Helden Herkules einer der panhellenischen Spiele gewinnen. Da sind wir aber, glaube ich, noch nicht so weit. Allerdings haben wir die erste Wolle im Warenlager. Auch die können wir jetzt verkaufen. Wir bauen hier das Pier von Naxos. Das passt nämlich genau noch hier hin. Ja, auch hier wieder drehen, dann passt es. Verstehe ich zwar nicht, ist aber egal. So, und dann verkaufen wir Wolle. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt hier etwas finanziell unabhängiger sein können. Das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Auch hier werden wir jetzt im zweiten Wohngebiet mal den Brunnen bauen. Und ein Podium. Na, so. Denn wir brauchen ja noch das Theater und das Stadion. Also noch jede Menge, was wir hier bauen müssen für unseren Helden Herkules. Da haben wir nämlich noch gar nichts. Was brauchen wir denn noch? Ja, 1500 Menschen müssen in der Stadt leben. Und wir brauchen 32 Amphoren Wein. Okay. Den Wein kriegen wir ja Gott sei Dank geschenkt. Ja, aber ich bin aber sehr zufrieden, was hier unser Gewerbe und auch unseren Export betrifft. Holz wird gerade wieder verkauft. Das ist sehr gut. So, wir bauen mal ein Warenlager hier auf. Denn wir müssen ja auch Wolle nachher unserer Stadt zur Verfügung stellen. Da können wir doch jetzt schon mal ein bisschen Wolle fordern. Und zwar 6 Einheiten. Dementsprechend würde ich noch hier eine Wollsammelstelle bauen. Oh ja, jede Menge Wolle hier im Warenlager, das sieht gut aus. Ja, und auch Wolle ist jetzt bei unserem Handelsposten von Naxos angelangt. Arbeitsmarkt sieht auch super aus und Stymphalos schätzt uns mehr, da wir die Nahrung zur Verfügung gestellt haben. Na gut. Ja, die beiden Wohngebiete entwickeln sich ja auch weiter. Da sehen wir den Philosophen im zweiten Wohngebiet. Ja, und vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz hier bei Gefahren gucken. Ja, das sieht aber soweit gut aus. Das sieht auch gut aus. Ja, das ist hier ein bisschen gefährlich, aber da kommen sie jetzt wieder. Ja, gucken wir mal. Ja, doch. Naja, hier. Gut, funktioniert doch ganz gut. Hier müssen wir aufpassen. Ich glaube, ich baue doch hier eine Sperre hin.
Der muss wirklich nicht hier über die Brücke gehen. Gut. Und wir haben auch wieder Arbeitslose. Jetzt möchte ich aber doch gerne die Gesundheitsversorgung hier aufbauen. So. Ja, und die erste Wolle ist im Warenlager für die Versorgung unserer Stadt. Wir können im ersten Wohngebiet den Wollhändler aufbauen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Es läuft alles sehr gut im Moment. Wir können gut verkaufen. Wir haben genügend Geld in unserer Stadtkasse. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir doch jetzt schon mal die Gymnasien, beziehungsweise wir bauen jetzt erstmal ein Gymnasium hier für unseren Herkules. Und dann bauen wir schon mal die Schauspielschule. Die kommt auf die andere Seite. Ja, und dann können wir auch jetzt das Theater bauen. Wir haben ein paar Bürger, die eine Arbeit suchen. Kann hier hin. Passt alles sehr gut und hier kommt später dann das Gymnasium hin. Ja, das ist mir bewusst. Ich glaube, wir könnten noch eine Wollsammelstelle bauen. Wolle brauchen wir doch jetzt jede Menge. Ja, und Hades hat seinen Cerberus auf unsere Stadt gehetzt. Wo ist er? Oh, doch etwas sehr nahe hier an unserer Stadt. Da müssen wir mal gucken, ob er uns gefährlich werden kann. Ja, und gegen Cerberus kann natürlich nur Herkules kämpfen. Das ist das Ungeheuer, was wir als Ziel niederstrecken müssen. Gut, ja, dann hoffen wir mal, dass er nicht zu gefährlich wird. Im Moment sieht das ja ganz gut aus. Ganz ungeachtet des Ungeheuers, was in unserer Stadt jetzt gerade sein Unwesen treibt, bauen wir hier eine weitere Wollsammelstelle. So. Ja, und mit dem Theater entwickelt sich hier auch unser erstes Wohngebiet weiter, braucht aber jetzt ein bisschen mehr Attraktivität. Ja, aber wir haben ja nichts, oder? Nein. Wir haben noch nichts, mit dem wir unser Wohngebiet verschönern können. Ja, dann bauen wir doch hier auch noch ein Theater auf. Und zwar hier. Oh, Eretria schenkt uns wieder Wein. Nehmen wir an. Sehr gut, wir brauchen ein ganzes Warenlager voll Wein für unseren Herkules. So, dann bauen wir hier das Theater. Das hat nämlich auch eine positive Auswirkung auf die Attraktivität. Dann können sich hier diese Gebäude auch weiterentwickeln. So, und hier bauen wir jetzt auch den Wollhändler für das zweite Wohngebiet. Ach, es läuft alles im Moment so gut, obwohl der Cerberus in unserer Stadt ist. Ach, da ist er jetzt. Okay, gut. Ja. Mach du mal da oben. Ja, und nun fordert Stymphalos Wolle. 16 Stränge Wolle. Okay, wie viel haben wir denn überhaupt? 11. Okay. Dann müssen wir mal hamstern. Obwohl, nee, doch, hamstern. So, und wir haben ja jetzt Wolle hier im Warenlager. Oh, mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Wenn wir das hier bei unserem Handelspartner jetzt ausschalten, wird automatisch die Ware dort unser Inventar. Ihr wisst ja, alles, was im Handelsposten ist, ist nicht mehr unser Inventar. So, jetzt haben wir nämlich 16 Einheiten Wolle. Und somit können wir die Forderung erfüllen. Sehr gut. Ja, und dann müssen wir natürlich hier wieder den Einkauf bzw. den Verkauf starten. Ja, das ist wichtig zu wissen.
Oh, unser Silo ist aber gut voll jetzt mit Nahrungsmitteln. Das ist sehr gut. Ja, die ismischen Spiele beginnen. Die Spiele der Philosophen. Vielleicht haben wir Glück und können diese gewinnen. Wir schauen mal eben kurz. Wie sind denn die Erwartungen? Nicht schlecht. Naja. Ist auch nicht gut, aber vielleicht haben wir ja Glück. So, wir haben ein Denkmal, nämlich ein Bevölkerungsdenkmal. Und das können wir jetzt nämlich hier schön in unserem ersten Wohngebiet platzieren und dann entwickeln sich die Gebäude auch weiter. Zack, das sieht gut aus. Ja, da können jetzt wieder jede Menge Bürger in unsere Stadt einwandern, weil wir müssen ja das Stadion bauen. Ja, durch die Forderung von Wolle und das zweite Wohngebiet ist hier keine Wolle beziehen, aber wir haben jetzt wieder was im Warenlager. Ja, warum geht denn hier unser Wollhändler nicht zum Warenlager? Oh, ich sehe hier, dass wir die Wolle noch gehamstert haben. Und hier können wir das Hamstern auch ausschalten. Ah, das wusste ich nicht. Das ist gut. Ja, das ist schön, dass du uns mehr schätzt. Wir geben dir ja auch alles, was du haben möchtest. Nein, das stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe mit der Agora, weil hier ist immer noch Wolle aufgehamstert. Jetzt nicht mehr. Wir müssen schon hier bei Vertrieb das Hamstern aktiv ausschalten. Das geht nicht über die Agora. Stymphalos fordert jede Menge hier an Waren. Jetzt möchte er 18 Holzbretter in 4 Monaten haben. Gut, wie viel Holz haben wir denn? Ja, das müssen wir jetzt hamstern. Ja, aber wir haben genug hier im Pier von Lemnos. Schalten wir wieder aus. Da haben wir da jede Menge an Holz und dann können wir die Forderung wieder erfüllen. Ja, das ist gut zu wissen. So, dann kann das Holz wieder verkauft werden. Und der Cerberus ist in unserer Stadt. Das ist nicht gut. Er killt hier sämtliche Leute auf der Straße, die ihm begegnen. Wie unangenehm. Da ist gerade unser Architekt dran. Ja, schön, dass du uns mehr schätzt. Du kriegst ja auch wirklich jede Menge von uns. So, wir haben jede Menge Arbeitslose. Erstmal das Lohnniveau wieder mal auf normal. So, und jetzt können wir nämlich auch unser Stadion bauen. Wir haben genug Geld. Das Stadion bauen wir hier in der Mitte. Da ergibt sich ja so ein schöner Platz. Den können wir natürlich wunderbar nutzen für unser Stadion. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Bauen wir eben hier ein Gymnasium auf. Okay. Oh, was haben wir hier? Ein Fest in Lemnos. 8 Kisten Nahrung in 4 Monaten haben wir. Können wir losschicken. Okay, dann weiß ich, wie weit ich hier die Straße bauen muss. Nämlich noch eine. So. Und so. Und dann passt das Stadion jetzt hier hin. Oh, das muss ich drehen. Ja, ich glaube, so passt es gut. Und dann bauen wir die Straße drumherum. Ja, sieht doch schick aus, oder? Ja, ich weiß. So, Sperre und Architekturbüro. Ja, passt doch alles sehr schön zusammen. Finde ich sehr gut. Jetzt braucht Naxos Holz. Okay, können wir auch losschicken. Haben wir im Warenlager. Nochmal eben kurz das hier checken. Ne, Holz ist nämlich noch gehamstert. Okay, jetzt nicht mehr. Da muss man mal so ein bisschen drauf achten. Viel Organisation hier. Aber ich glaube, jetzt haben wir es. Oh, ein weiteres Denkmal. Wofür? Oh, ein Gelehrtendenkmal. Das heißt, wir haben die ismischen Spiele gewonnen. Das ist auch wunderbar. Das bauen wir dann jetzt hier hin.
Damit haben wir auch schon ein paar Ziele für unseren Helden Herkules erreicht. Ja, wunderbar. Herkules braucht noch hervorragenden Zugang zum Gymnasium. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil er hat doch ganz viele Gymnasien hier. Na komm, dann bauen wir noch eins im ersten Wohngebiet. Da fehlt das ja noch. So, jetzt sollte es aber doch passen, oder? Wir brauchen 1500 Menschen in der Stadt und 32 Amphoren Wein. Oh, wir haben das ja schon bald alles geschafft. Ja, mit Wein, da müssen wir weiter auf die Geschenke von Eretria hoffen, weil wir können Wein nicht importieren und wir können auch nicht fordern, weil unsere Verbündeten dieses Gut nicht herstellen. Oh, unser Silo ist fast voll. Vielleicht sollten wir noch mal ein zweites bauen. Ja. Das passt doch gut hier hin. Oder machen wir es so? Ah, nee, machen wir es so. So, und du kannst jetzt Fisch aufnehmen. Ja, Lemnos schätzt uns mehr, da wir die Nahrung zur Verfügung gestellt haben. Gut, wir bauen noch weiter eine Wollsammelstelle. Ich glaube, Wolle können wir wirklich jede Menge verkaufen und wir brauchen das ja auch für unsere Stadt. So, hier passen dann noch ein paar Schafe hin. Passt denn hier ein Warenlager hin? Oh, das passt. Das ist gut, dann können wir nämlich hier die ganzen Warenlager bauen. Das gefällt mir. Dann haben es unsere Händler nicht ganz so weit, die Waren für die Stadt zu besorgen. Ah, sehr schön. Wieder schenkt uns Eretria Wein, 6 Amphoren. Oh, jetzt brauchen wir nur noch 5. Okay. Ja, und schaut euch an, wie schön sich hier unsere beiden Wohngebiete entwickelt haben. Das gefällt mir sehr gut. Da habe ich wirklich Spaß dran. Das wird eine schicke Stadt werden, das habe ich im Gefühl. Naxos schätzt uns mehr, da wir die Forderung erfüllt haben, nach Holz. Ja, unsere Verbündeten müssten eigentlich ganz zufrieden sein. Ja, angetan. Eretria ist hilfreich. Okay. Und Lemnos ist auch hilfreich. Ist das jetzt gut oder schlechter? Wir verkaufen auf jeden Fall sehr gut unser Holz. Alles läuft ziemlich gut. Ja, der Cerberus ist hier weiterhin, aber im Moment nicht in unserer Stadt aktiv. Oder jetzt doch? Nein. Sehr gut. Ja, mittlerweile brauchen wir tatsächlich jetzt nur noch 1500 Bürger in unserer Stadt. Das haben wir fast erreicht, das Ziel. Und dann brauchen wir nur noch 5 Amphoren Wein. Dann können wir unseren Helden rufen. Ja, und nun beginnen die nemischen Spiele, die Spiele der Athleten. Das sollten wir bestimmt auch gewinnen, so viele Gymnasien, die ich gebaut habe hier. Oh, Stymphalos respektiert uns. Naja gut, dann haben wir im Moment keine Gefahr von diesem Rivalen zu erwarten. Eine Sorge weniger. Meine Sorge gilt jetzt dem Wein. Ich hoffe, Eretria schenkt uns auch nochmal Wein. Wir könnten Eretria etwas Fisch schenken. Wir haben jede Menge Fisch. Kann es bestimmt nicht gebrauchen, aber egal. Großes Geschenk Fisch. Bitteschön. Ja, und wir kriegen hier oben eine Mitteilung, das Finanzziel ist erreicht. Wenn wir hier auf unsere Ziele gehen, können wir sehen, dass unsere Stadtkasse tatsächlich jetzt 3000 Drachmen besitzt. Gut, ja. Alles hängt jetzt nur noch daran, dass wir unseren Helden rufen. Aber da brauchen wir jetzt unseren Wein. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus?
Wow, so viel. Okay, gut, dann bauen wir noch eine Sägemühle. Ach nee, die baue ich woanders. Nämlich hier. Hier haben wir nämlich auch noch jede Menge Wald. Könnten wir... wie bauen wir das denn jetzt hier? Nee, das ist so weit weg. Und hier möchte ich noch an die geraden Uferflächen. Aber da kommen wir ja hier raus, ne? Ja, bauen wir das so. Ja komm, dann bauen wir noch den Handelsposten hier von Eretria. Der passt hier hin. Dann bauen wir das doch so. Ja. Das kommt hier weg. Ja, so kann der Arbeitsmarkt bleiben. Ich meine, wir können noch eine Wollsammelstelle bauen, aber ich glaube, wir haben ja jetzt erstmal genug. Ja, ich habe doch noch beschlossen, eine Wollsammelstelle zu bauen. Und Eretria dankt für das Geschenk. Brauchten sie eigentlich nicht wirklich, aber egal. So. Wolle, Wolle, Wolle. Gut, jetzt haben wir aber auch, glaube ich, genug. Also zur Not kann man natürlich auch die Produktionsstätten wieder etwas reduzieren, indem wir ein paar abreißen. Aber ich denke mir mal, jetzt haben wir, glaube ich, ein gutes Verhältnis Arbeitslose. Ja, das kann so bleiben. Oh, Lemnos liebt uns. Das ist doch super. Ja, momentan passiert nicht sehr viel in unserer Stadt. Wie gesagt, wir warten noch darauf, dass uns wahrscheinlich Eretria Wein schenkt und wir unseren Helden rufen können. Mehr können wir jetzt im Moment nicht tun. Ja, und da ist unser Geschenk. Eretria schenkt uns den Wein. Allerdings 9 Amphoren. So viel Platz haben wir gar nicht in unserem Warenlager. Dann sage ich es später. Und hier dieses Warenlager für Wolle wird auch noch Wein annehmen. Also wenn ich schon so viel Wein geschenkt bekomme, möchte ich natürlich die ganze Ladung geschenkt bekommen. Wir haben jetzt noch mal einen Monat Zeit. Oh, und Lemnos schenkt uns Marmor. Ja, da haben wir noch kein Warenlager für. Okay, das sollten wir aber jetzt noch mal ganz schnell bauen. Ich habe es ja eben überprüft. Hier passt ein Warenlager hin und das wird jetzt Marmor annehmen. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt können wir das gesamte Geschenk Wein annehmen. 9 Amphoren, wunderbar. Und auch die 6 Marmorplatten. Gut, damit können wir jetzt unseren Helden Herkules rufen. Ja, und wir nähern uns jetzt tatsächlich dem Ende der ersten Episode des Abenteuers Die Reise des Jason. Mal einen kurzen Überblick hier. Ja, das sieht alles gut aus. Hier auch. Ja, und hier auch. Und jetzt liebt uns auch Eretria. Wunderbar. Schön, wenn man von jedem geliebt wird. Hier. Oh, was haben wir hier? Eine Rückentwicklung. Warum? Sauberes Wasser. Ach. Haben wir wieder ein Problem mit einem Brunnen. Was soll das? Mal kurz hier. Wasser. Das soll einer verstehen. Wo sind die denn, die beiden? Ah, es kann sein, dass der Cerberus die gekillt hat. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Herkules, ich freue mich auf eine Herausforderung. Ja, Herkules ist da und Lemnos braucht Wolle, 10 Stränge, können wir sofort losschicken. So, dann gehen wir mal hier wieder raus. Das funktioniert jetzt wieder und Herkules geht natürlich jetzt erstmal zu seiner Heldenhalle, das ist klar. Da kommt er. Gut.
Ja, und macht sich auch direkt auf den Weg zum Cerberus. Na, treffen sie jetzt aufeinander? Ja, wohl. Ja, der Cerberus ist erledigt. Moment mal, das Stückchen Straße immer weg. Ja, wunderbar. So, und dann können wir jetzt Herkules auf den Quest schicken des Apolls. Ja, anwerben und losschicken. Ja, und damit haben wir die erste Episode des Abenteuers Die Reise des Jasons erfolgreich abgeschlossen. Unsere Stadtkasse ist mehr als mit 3000 Drachmen gefüllt. Der Cerberus ist niedergestreckt. Ja. Und den Quest erledigt jetzt unser Herkules. Nochmal ein kurzer Blick auf unsere schöne Stadt Iolkos. Dank ihnen und Herkules ist Theseus aus der Unterwelt zurückgekehrt und kann wieder durch Griechenland ziehen, um neue Abenteuer zu suchen. Er hat ihnen ausrichten lassen, dass der Schlüssel, um alle Möglichkeiten von Iolkos auszuschöpfen, im fernen Kolchis liegt. Wir haben die erste Episode unseres Abenteuers Die Reise des Jasons erfolgreich abgeschlossen und konnten Theseus aus der Unterwelt befreien. Und er gibt uns auch schon den ersten Hinweis, dass der Schlüssel zum Erfolg unserer Stadt Iolkos im fernen Kolchis liegt. Die nächste Episode aus diesem Abenteuer trägt den Namen Rückkehr des Theseus. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und sage Tschüss, euer Dominus.